Namaste. In diesem Video sprechen wir kurz über das Problem Selbstmord. Wie wir bereits wissen, liegt die Schweiz in Europa im oberen Bereich der Selbstmord-Suizidfälle. Jährlich versuchen sich zwischen 15.000 und 25.000 Menschen das Leben zu nehmen. Über 1.000 Personen sterben dabei. Das sind 3-mal so viele wie Verkehrstote. Was ist die Ursache, dass Leute Selbstmord begehen? Was kann man dagegen tun? Kann man etwas dagegen tun? Ich habe kürzlich im Tagesanzeiger ein Inserat gesehen von einem Professor und Psychiater. Frage des Reporters. Die Schweiz liegt im oberen Bereich in Europa. Jetzt haben wir ein hohes Niveau des Lebensstandards in der Schweiz. Warum sind wir trotzdem bei den Unglücklichen? Antwort vom Professor und Psychiater. Das ist immer eine schwierige Frage. Es gibt keine klaren Antworten. Oberflächlich gesehen hat der jahrelang studierte Herr Professor und Psychiater recht. Materiell gesehen gibt es keine Antwort, warum sich jemand in einem wohlhabenden Land das Leben nehmen soll oder warum sich mehr Leute in der Schweiz das Leben nehmen als in armen Ländern. Leute, welche Selbstmord begehen, versuchen dem Leiden oder Elend zu entkommen. Die Leute, die Drogen nehmen, versuchen dem Leiden durch die Vergessenheit zu entkommen. Die Leute, die Selbstmord begehen, versuchen dem Leiden durch das Beenden der Existenz zu entkommen. In beiden Fällen versucht die Person dem Leiden zu entkommen, die Existenz zu vergessen oder zu beenden. Wenn man beide diejenigen, die Drogen, wie illegale Drogen oder legale Drogen, wie Medikamente oder Antidepressivum nehmen und diejenigen, die Selbstmord begehen, zusammennehmen würden, wäre das eine riesige Anzahl der Bevölkerung. Es ist klar zu sehen, dass eine sehr große Anzahl der westlichen Bevölkerung elendig ist und keinen Sinn im Leben findet. Der Ursprung des Leidens kann viele Gründe haben, aber von der obrigen Aussage her gesehen sind wir uns einig, dass das Problem nicht im Außen gelöst werden kann. Um das Problem von Suizid zu verstehen, müssen wir unsere wahre Essenz als ewige spirituelle Lebewesen anerkennen. Dass wir ein spiritueller Funke, ein Bestandteil des höchsten Lebewesens sind. Um inneres Glück und Erfüllung zu erfahren, müssen wir unserer ewigen Funktion als liebende Bedienstete Wesen der Überseele nachkommen. Was wir wirklich brauchen, ist Liebe. Geliebt zu werden und zu lieben. Liebe für das höchste Wesen, Liebe für Gott. Selbstmord ist keine Lösung. Es wird das Problem und die Existenz nicht beenden. Das Selbst ist von spiritueller Natur. Es ist unvergänglich und wird nicht getötet, wenn der Körper getötet wird. Dazu kommt, dass man zum Zeitpunkt des Todes alle Gefühle und Verlangen mit sich nimmt. Wenn jemand aus Traurigkeit oder Einsamkeit Selbstmord begeht, wird man sich nach dem Tod immer noch einsam, alleine, ungeliebt und unglücklich finden. Dazu kommt man in eine höllische Situation. Man wird einen Geist und erfährt sogar noch mehr Elend. Ohne einen grobstofflichen Körper mehr zu haben, aber immer noch überdeckt zu sein vom feinstofflichen Körper oder subtilen Körper wie Verstand, Intelligenz und falschem Ego, leben sie als Geist weiter. In diesem Zustand hat man immer noch Verlangen nach Genüssen und Beziehungen, aber man hat keinen grobstofflichen Körper mehr. Das führt zu sehr großer Frustration und Ängsten. So, Selbstmord verschlimmert die Situation eines Lebewesens. Es ist wie von einer Bratpfanne in ein Feuer zu springen. Um das Problem von Suizid zu lösen, müssen wir lernen,
was wahres Vergnügen ist, was wahres Glück ist und was eine Person wahrhaftig befriedigt. Ein Hedonist wird behaupten, dass sinnliches Vergnügen die höchste Form von Vergnügen ist und dass das alleine eine Person wahrhaftig glücklich machen kann. Aber wenn das der Fall wäre, hätten wir keine Selbstmorde in der Schweiz. Es gibt so viele wohlhabende Menschen, welche ein hedonistisches Leben geführt haben, jetzt aber so elendig sind, dass sie zu Drogen greifen oder Selbstmord begehen. In anderen Worten wird die Begrenztheit des weltlichen Vergnügens anerkannt. Was wir wirklich brauchen, ist spirituelle Nahrung. Spirituelle Nahrung ist, kurz zusammengefasst, die allzugängliche Liebe und Dienst oder Service zum höchsten Lebewesen. Solche bedingungslose Liebe löscht das Feuer von Verlangen, Unzufriedenheit und Frustration. Eine erfolgreiche Gesellschaft entwickelt sich materiell und spirituell. In einer ausgewogenen Gesellschaft, wo die Leute auch Informationen über ihr wahres Selbst haben und der wahre Ursprung vom Glück kennen, wird das Problem von Selbstmord sehr klein. Und wenn jemand diese Information im täglichen und persönlichen Leben anwendet, kann das Problem von Selbstmord sogar ganz gelöst werden. Recht herzlichen Dank. Namaste. Madana Mohana Murari